last year we were going through this small text by Gampopa, which is called Letztes Jahr sind wir einen kleinen Text durchgegangen von Gampopa, der genannt Sokchu Chenmu heißt. Which actually means great teachings to the more or less public, I think you can say, teaching to the assembly. Und dieser Titel heißt mehr oder weniger die großen Lehren zur Versammlung für, also it's a collection of very short teachings given by Gampopa at different stages, I think, by some of his students and put together in a very, actually it's not very long, it's a very short teaching. Das sind eigentlich eine Ansammlung von mehreren kurzen Lehren oder Lehrreden von unterschiedlichen zeitlichen Phasen, die von seinen Schülern zusammengefasst und gesammelt worden sind. Gampopa had actually there in his collection of his works, there are several Sokchus like this. Und es gibt eigentlich mehrere Sammlungen von seinen Teachings. And this Sokchu is not necessarily a public teaching, it's very important instructions on practice. Und diese Dzogchen sind eigentlich nicht wirklich Lehren für die Öffentlichkeit gedacht, sondern vielmehr Anweisungen für die Praxis. And the publisher or the, what can you say, the owner of Shambhala publication once met me, and he said that when the first Gampopa, when 16th Gampopa visited USA and met with they were discussing something, and then they called him and said that in future, if you can find this book, because that time the works of Gampopa was not available. From the works of Gampopa, if you find this Sokchu Chenmu, you should get it translated and publish it. Also der Besitzer oder Herausgeber von Shambhala Publications, Rinpoche hat ihn einmal getroffen und der hat ihm erzählt, zu der Zeit, als der 16. Karmapa die USA das erste Mal besucht hatte und Chögyam Trungpa Rinpoche getroffen und besucht hatte, kamen sie zu dem Herausgeber von Shambhala Publications und sagten, es wäre wichtig, wenn er dieses Buch von Gampopa finden würde, da es damals noch gar nicht herausgegeben worden war und auch noch gar nicht übersetzt worden war. And not very long time after that, I got a copy of the collection of the works of Gampopa. Und nicht viel später bekam Rinpoche so eine Kollektion von den Lehren von Gampopa. In India. In Indien. 6 volumes. There are 6 big volumes. So 6 ganze große Bände davon. And then I found this text, and I was thinking about translating it. Und dann fand Rinpoche diesen speziellen Text und dachte darüber nach, ihn auch zu übersetzen. But as you know, I am lazy. Aber wie ihr wisst, bin ich faul. So I was never getting it translated. Deswegen habe ich es nie übersetzt bekommen.
So then one time, I think it was in America maybe, I thought I would start to teach from that and kind of provide some kind of a verbal translation. Aber dann, eines Tages in den USA, beschloss Rinpoche, etwas daraus zu lernen und sozusagen eine Übersetzung bereitzustellen. So I did that. Das tat er auch. One very hardworking and diligent American lady came forward and said, I will translate this. Und Rinpoche tat dies auch, er lehrte davon und eine sehr strebsame und hingebungsvolle Amerikanerin kam dann vor und beschloss und sagte, dass sie dies übersetzen würde. And I had worked with her before also, and so I went through again the text, every word through kind of oral, verbal translation, and then she actually transcribed all those teachings, or I don't know whether I can call it teachings, but all those blah, blah, blah. Und Rinpoche kannte die Dame bereits, er hatte bereits mit ihr zusammengearbeitet und deswegen tat er dies dann auch. Er ging den Text Wort für Wort verbal durch und sie transkribierte es dann. And that became this book. Und daraus wurde dann dieses Buch. And they gave a very strange name. Confusion arises as wisdom. And they gave a very nice photo of myself. Also der Titel heißt Verwirrung erscheint als Weisheit und ein sehr hübsches Foto von Rinpoche ist auch. I am very photogenic. Rinpoche ist sehr fotogen. But when you say photogenic, I don't take it as a compliment. Aber wenn jemand fotogen sagt, dann nimmt Rinpoche das nicht als Kompliment auf. I think photogenic means if you think you look like your photo, you are mistaken. Rinpoche denkt, fotogen bedeutet, wenn man glaubt, dass man wie auf dem Foto ausschaut, dann hat man nicht recht. When people tell me you are photogenic, I understand that you don't look as good as you are in the photo. Also wenn jemand zu einem sagt, du siehst fotogen aus, dann heißt das, eigentlich schaust du gar nicht so gut aus wie auf dem Foto von dir. So anyway, I'm very happy with the photo. Und deshalb ist Rinpoche sehr glücklich mit dem Foto. So last year we went through a little bit of this book. Letztes Jahr gingen wir ein bisschen durch das Buch durch. The first lesson in this was on devotion. Das erste Teaching dazu war zu Hingabe. And then second was on a kind of a story. It's a kind of strange story. Und das zweite Kapitel war zu einer ein bisschen merkwürdigen Geschichte. And it is said that there was, to make it short, there was one, in India, very great Citta, or Vajrayana master called Dombipa. And one day, a young man came to him. I think it was a monk, came to him and said, please, accept me as your student and give me some teachings. Und zwar, um es kurz zu halten, diese merkwürdige Geschichte sozusagen. Zu einer Zeit in Indien gab es einen Siddha, einen Vajrayana-Meister namens
Gampopa oder? Nein, Gampopa. Dombipa. Gampopa. Und eines Tages kam ein Mönch zu ihm, oder ein junger Mann, und bat ihn um Belehrungen. Usually you find him among the 84 Mahasiddhas of India. Üblicherweise findet man ihn unter den 84 Mahasiddhis von Indien. And he's riding a tiger. Und er reitet einen Tiger. It is said that once he kind of performed this miracle that he was riding a tiger and then flying through the air. Es wird gesagt, dass er einmal dieses Wunder ausübte, dass er eben einen Tiger ritt im Himmel. But that was not always what he was doing. Aber das war natürlich nicht alles, was er tat. And then when this young monk asked him to teach him, he sat there for a while and then said, no, I'm not going to teach you. Und dann, als dieser junge Mönch ihn einmal ihm bat, ihn zu lernen, saß er da für eine Weile und sagte dann, nein, ich werde dich nicht lernen. You are not, we don't have this right kind of connections, karmic connections. Wir haben nicht die richtigen karmischen Verbindungen. But you can go to my student, Atisha. Aber du kannst zu meinem Schüler gehen, Atisha. If you study with him, then there is a good karmic connection with him. So you go there. Wenn du mit ihm studierst, dann ist da eine gute karmische Verbindung, also geh zu ihm. And so he went to Atisha. Atisha later on, came to Tibet, and he reformed Buddhism in Tibet, and did a great work there. Also ging dieser Mönch zu Atisha und Atisha kam auch eines Tages nach Tibet und er reformierte damals sehr viel und bewirkte sehr viel. He was also very famous and one of the renowned monks in India. Er war damals sehr bekannt und auch sehr geschätzt in Indien. Also, one of those, you can say, professors of Nalanda and Vikramasila universities. Er war auch sozusagen ein Professor in Nalanda und Shila Universität. Vikramasila. And so when he was asked to give it, to receive some teachings, then the Atisha gave instruction on how to practice Avalokiteshvaras, Chenresig. Und als er eben um Lernen gebeten wurde, da gab Atisha Anweisungen, wie man zu Chenresig praktiziert. And then made him to practice that. Und so veranlasste er ihn dazu, Chenresig zu praktizieren. And it is said that he practiced so diligently and so one-pointedly. Und es wird gesagt, dass er dermaßen hingebungsvoll und konzentriert dies praktiziert hatte. So he could slowly, feel the presence of Avalokiteshvara. Then he could, sense. Then he could smell. Then he could, see. And then at a certain time, he could actually talk to him. Und es wird gesagt, dass er eben dermaßen hingebungsvoll Avalokiteshvara praktizierte, dass nach einiger Zeit dieser auch präsent wurde und er konnte ihn fühlen und riechen und sehen und irgendwann konnte er sogar zu ihm sprechen. And at one stage, he could ask any questions he wanted to ask. And the Bodhisattva Avalokiteshvara would give him answers.
Und an irgendeinem Punkt konnte er sogar jedwede Frage an Avalokiteshvara stellen und er würde ihm dann auch eine Antwort geben. But then he had exhausted all his questions. Aber dann hatten sich all seine Fragen erschöpft. So one time he came to his teacher, Atisha, and said, you know, I have made this practice, what you gave, and very strongly and very long, and now I can talk to Chenresig, Und then I can ask him questions and he would answer, but I don't know what questions to ask. Deswegen ging er eines Tages zu seinem Lehrer Atisha und erzählte ihm davon, dass er so hingebungsvoll praktiziert hatte und nun auch tatsächlich Fragen stellen konnte an Avalokiteshvara. Aber nun wusste er langsam nicht mehr, welche Frage er eigentlich stellen sollte. What question should I ask? Was für eine Art von Frage sollte ich ihn fragen? He asked his teacher. Fragte er seinen Lehrer. And then Atisha gave him 6 questions. Und dann gab ihm Atisha 6 Fragen. And these are the 6 questions. Und diese sind nun diese 6 Fragen. What is the essence of all Dharma practice? Was ist die Essenz von allen Dharma-Praktiken? What causes obstacles? Was veranlasst oder bedingt Hindernisse? What should we emphasize in practice? Was sollten wir besonders betonen, wenn wir praktizieren? Among all the views, which view is the most important? Von allen Sichtweisen, welche ist die wichtigste davon? How many consciousnesses are there? Wie viele Bewusstseine gibt es? What causes the perfection of the accumulations? Was verursacht die Perfektion von Ansammlungen? So, good questions? Also, sind das gute Fragen? So then he asked these questions. Und so fragte er diese 6 Fragen. And he got answers. Und er bekam auch Antworten. So this is the text about these answers. Und dieser Text nun ist über diese 6 Antworten. So the first question, now we went through some of them last year, but since I'm 100% sure you have forgotten. Also letztes Jahr gingen wir schon durch einige dieser Fragen, aber da es sich sicher ist, dass wir vieles oder schon alles davon vergessen haben. Because I've taught them many times and I've translated them and still I've forgotten. Rinpoche hat diese Fragen schon sehr oft gelehrt und auch übersetzt und meint dennoch, dass er sie vergessen hat. So I'll go through them in a very brief way. Und deswegen wird er jetzt diese Fragen durchgehen in einer sehr kurzen Art und Weise. But I'll try not to explain too much. Und er versucht dabei nicht zu viel zu erklären. Because I have the tendency Denn er hat die Tendenz dazu, dies zu tun. to explain too much. Zu viel zu erklären. Then I talk a lot, give lots of explanation, and then suddenly I remember a story and I cannot stop telling this story. Und dann spricht er sehr viel und erklärt sehr viel und dann plötzlich fällt einem eine Geschichte ein und dann kann er nicht aufhören, diese Geschichte zu erzählen. And then, you don't know where I've arrived, from where. And, Und dann weiß er gar nicht mehr, wo er angefangen oder aufgehört hat eigentlich. And I think it's very confusing to the students and it's very confusing to me either. Das könnte sehr verwirrend für die Schüler und auch für ihn selbst sein. So, when he asked this first question, what is the essence of all Dharma practices? Und als er eben diese Frage stellte, was ist die Essenz von allen Dharma-Praktiken? There is only one line in answer. Da gibt es eine einzige Zeile als Antwort. The essence of all Dharma practice is Bodhicitta. Die Essenz von aller Dharma-Praxis ist Bodhicitta. I think this is important for us to understand, I think. Und das ist sehr wichtig für uns zu verstehen, denkt Rinpoche. Essence of all Dharma practice is Bodhicitta.
Die Essenz aller Dharmapraxis ist Bodhicitta. If anybody asks you this question, what is the essence of Buddhism? Or, usually, this is something which I think everybody has to understand. Wenn man gefragt wird, was ist denn die Essenz von Buddhismus zum Beispiel, dann ist es eben sehr wichtig, den Punkt Bodhicitta zu verstehen. In Buddhist world, like in Tibet or I think other Buddhist countries also, I think, we don't say what is the practice of Buddhism. We always say what is the practice of Dharma. Entschuldigung. Also in buddhistischen Ländern wie zum Beispiel Tibet oder auch anderen Ländern fragt man eigentlich nicht danach, was ist die Essenz oder Praxis von Buddhismus, sondern eher vom Dharma. Yeah. I think there is a difference. There is a kind of difference. I think there's in a way, a big difference in our way of, understanding. Da gibt es große Unterschiede, wie man das versteht. Und ich sage noch dazu, Bodhicitta ist der Erleuchtungsgeist, also der Geist, der zum Wohl und zur Erleuchtung aller Wesen ausgerichtet ist. Because when you say what is the practice of Buddhism, I think it applies, it kind of talks about a particular system, particular religion, or particular kind of cultural, religious, it's a kind of something which is an organized kind of system. Wenn man danach fragen würde, was ist die Essenz von Buddhismus, dann geht es in der Frage mehr darum, geht es eher um ein spezielles System, ein kulturell-religiöses, organisiertes System. And when you say Dharma, generally we don't think about a particular school or particular religion or system or anything like that. We basically mean like if somebody is very kind-hearted, is very kind of pure in heart and pure in way of doing things, and has a kind of beneficial and nice, compassionate kind of a person, we would always call him, he's a chupa, he's kind of Dharma practitioner type. We don't even if that person is not Buddhist or never went to a church or a monastery or never goes to a monastery or anything like that, so you would say this is a good chupa, Dharma practitioner. So when we say a person Dharma, we don't it's not divided by in belief systems. You could believe in something, or you could not believe in something, or you could follow one particular school or monastery, or not. We don't think about that. It's a person's general way of. But when you say Buddhism,
then it sounds like more following a certain system, certain group, certain. Mit Dharma ist eigentlich nicht gemeint eine spezielle Schule oder Tradition oder System. Es geht eher darum, wenn eine Person ein gutes, großes Herz hat und ein reines Herz und eine reine Art, Dinge zu tun und auch bemüht ist, anderen zu helfen mit viel Mitgefühl, dann nennt man diese Person einen Chupa, einen Dharma-Praktizierenden. Selbst wenn dieser nie zu einem Kloster geht oder kein Buddhist ist, damit hat es nichts zu tun, man nennt ihn trotzdem einen Dharma-Praktizierenden. Denn Dharma ist nicht eingeteilt oder in verschiedene spezielle Systeme oder Schulen. Und wenn man aber sagt Buddhismus, das klingt dann schon eher nach einer speziellen Schule oder Tradition im Gegensatz zu Dharma. Therefore we always say Dharma, not Buddhism too much. Und das ist der Grund, warum wir hauptsächlich den Begriff Dharma verwenden und nicht so sehr Buddhismus. Because there could be good lamas, not so good lamas, very bad lamas. Denn wir könnten sehr gute Lamas sein oder nicht so gute Lamas oder auch schlechte Lamas. There could be very good monasteries, not so good monasteries, very bad monasteries. Und es könnten sehr gute Klöster geben oder weniger gute oder gar schlechte Klöster. But they can't be bad Dharma. Dharma means Dharma is pure. Aber der Dharma selbst kann nicht schlecht sein. Dharma ist rein. Dharma is the pure teaching. Der Dharma ist die reine Lehre. So if you don't practice according, if you are not according to the Dharma, if you don't live or practice according to Dharma, then you become a bad Lama. Und wenn man or nicht, a bad monastery, or a corrupt person. Und wenn man nicht im Einklang mit dem Dharma lebt und praktiziert, dann ist man ein schlechter Lama oder ein schlechtes Kloster oder eine korrupte Person. So that's why. So anyway, so what is the practice of the essence of Dharma, the Bodhicitta? Und was ist eben die Essenz von Dharma? Das ist Bodhicitta. So I think most of you know Bodhicitta because it's one of the most important practice or important principle discussed especially in Mahayana or Vajrayana Buddhism. Ich denke, die meisten von euch wissen um den Begriff Bodhicitta, da es eines der wichtigsten Gedanken auch von Mahayana ist. But if there are some people here who is a little bit more new to Buddhism, or those who are too old and have forgotten. Aber wenn es Personen gibt, die noch sehr neu im Dharma sind oder ältere Personen, die bereits das wieder vergessen haben, or who need this little bit of reminding. Die ein bisschen wieder daran erinnert werden müssen. Bodhicitta is a Sanskrit word. Bodhicitta ist ein Sanskrit-Wort. Bodhi means enlightenment. You can approximately translate as enlightenment. I mean, it's been translated as enlightenment, whatever that enlightenment may mean. I think enlightenment can mean lots of different things to different people. Bodhi wird für gewöhnlicherweise als Erleuchtung übersetzt, was auch immer unter Erleuchtung verstanden wird, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. You know, if you want a Buddhist description of Bodhi or enlightenment, it is, the opposite of ignorance. Bodhi is the
opposite of ignorance. Enlightenment is opposite of delusion and ignorance. Wenn man eine direkte Übersetzung von Bodhi, also Erleuchtung, möchte, dann könnte man das mit dem Gegenteil von Unwissenheit gleichstellen. Ignoranz. The general understanding is this, that all the problems that we have in life, all the sufferings we have in life, all the problems that we create ourselves, especially in the world, like conflicts, like wars, and all kind of different kind of atrocities, and all kind of these problems that we create. Behind that is our wrong actions, negative actions. And those negative actions, behind that is our negative emotions, like anger, hatred, too much greed, too much attachment, too much jealousy, and all kind of those negative emotions. And because of that, then we have all these sufferings that we create in this world. And behind these negative emotions is because we don't know how to see things clearly. What is what? How to react properly. What am I? To understand what am I? What is the nature of everything? So behind all this, and in the kind of the main cause of this, is that we don't know what we are, and we don't know what is good, and we don't know what is right, and therefore we act in this way. So therefore the basic cause of all our negative actions and all the problems that we create is, ignorance and delusion. Also es geht um das Verständnis, dass also alle Probleme und all das Leid, das wir eigentlich selbst kreieren in dieser Welt, also wenn wir an Konflikte oder Kriege denken, dann versteckt sich dahinter eigentlich unsere negativen und falschen Taten. Und Grundlage für diese negativen Taten sind wiederum unsere negativen Emotionen. Es kann zu viel Gier sein oder Eifersucht, Anhaftung, und die sind eben die Grundlage für unser Leiden. Und es ist oft so, dass wir nicht wirklich die Natur von allen Dingen erkennen können. Wer oder was bin ich oder wie sind die Dinge wirklich und was ist richtig. Und das ist sozusagen Unwissenheit. Und diese Unwissenheit und Verblendung ist die Grundlage für die negativen Emotionen und negativen Handlungen und unser Leiden. And so therefore, if we can get rid of, if we can get rid of the ignorance and delusion, then all this sequence of problems could come to an end. And that's the understanding. Und das Verständnis davon ist eben, wenn wir diese Unwissenheit und diese Verblendung loswerden können, dann können wir auch diese Reihe an Leid beenden. And then, the discovery of the Buddha's experience is that it is possible to do that. We can transform, we can get out of this ignorance. We can see things very clearly and directly how things really are. So much so that then we will stop reacting with our negative emotions.
Und das war eben die Entdeckung und die Erkenntnis Buddhas, dass dies möglich ist, diese Verblendung und Unwissenheit loszuwerden und da rauszukommen und zu sehen, wie die Dinge wirklich sind, um das Leid zu beenden. And therefore, and this is not something from Buddha's point of view that only some people can do. Und Buddhas Sichtweise war dabei nicht, dass nur wenige Leute oder bestimmte Leute das tun können. Anybody can do that. Wirklich jeder kann dies tun. People have to work on it, people have to study, people have to practice, but anybody can get rid of this ignorance and misunderstandings and delusion, and he or she can experience things as they, really are. Und die Menschen müssen dabei viel praktizieren und an sich arbeiten, aber wirklich jeder kann sich befreien von diesen Missverständnissen und der Unwissenheit und dem Leiden und die Dinge wirklich so zu erfahren, wie sie wirklich sind. And that experience is called enlightenment. Und diese Erfahrung wird Erleuchtung genannt. So, Bodhicitta, the Bodhi is that, and Citta means heart. Also Bodhi meint eben das, Erleuchtung, und Citta bedeutet Herz. Or essence. Oder Essenz. Because our heart, if it stops beating, then we are kind of gone. Denn wenn unser Herz zu schlagen aufhört, dann sind wir sozusagen weg vom Fenster. So the most important element of enlightenment. Und deswegen das wichtigste Element zur Erleuchtung. So Bodhicitta, Deswegen Bodhicitta. So Bodhicitta is then sometimes kind of explained or into two things. Bodhicitta wird oft in zweierlei Dinge erklärt. And if you explain it in two ways, or two categories, or two steps, then we say relative bodhicitta and ultimate bodhicitta. Und man kann es eben auf zwei Arten oder zwei Kategorien oder Stufen erklären, und dann nennt man dies das relative und das ultimative, letztendliche Bodhicitta. Ultimate bodhicitta is that experience of complete, of enlightenment. That's the, ultimate bodhicitta. Das ultimative Bodhicitta ist eben diese vollkommene Erfahrung, Erleuchtung. Sometimes we call it prajna, jnana, which is most of the time translated as wisdom nowadays. Es kann manchmal auch als Weisheit übersetzt werden. I think wisdom is not too bad word in English. Wisdom ist also Weisheit ist kein so schlechtes Wort auf Englisch. Because wisdom is something like knowing deeply the, I see it like this. I don't know if you see it like this or not. But when you talk about a wise person who has the wisdom, then we think about, well, of course, sometimes with long white beards, or an elderly lady, or something like that. But basically, it's somebody who knows how to solve the problems. Somebody who knows to solve any problems. A wise person. Für Rinpoche bedeutet Weisheit, etwas wirklich tief und tiefgründig zu erfassen. Und wenn wir über eine weise Person sprechen,
Natürlich, manchmal stellt man sich dann einen Mann mit einem langen weißen Bart vor oder eine alte, ehrwürdige Dame. Aber es geht darum, vielmehr um eine Person, die darum weiß, wie man Dinge löst oder Probleme löst. It's not necessarily that wisdom or wise person needs to have lots of, like, not necessarily a scholar. Und dabei muss diese weise Person nicht unbedingt ein Gelehrter sein oder eine Gelehrte. Or not necessarily has, like a big following. Oder muss nicht unbedingt viele Anhänger haben. Or not necessarily is a very powerful person. Oder muss nicht notwendigerweise eine sehr mächtige Person sein. But who has wisdom, who knows, who knows what is the best thing, what is to do or not, how to get rid of problems. Aber jemand, der wirklich tiefgründig weiß und erfasst und weiß, wie man Probleme los wird. So therefore, the wisdom more or less, I think, can mean something opposite of, like ignorance, opposite of deluded state of mind, more a clear state of mind. Also Weisheit kann demnach sozusagen das Gegenteil zu Ignoranz, also Unwissenheit oder einem verblendeten Geisteszustand sein, das Gegenstück dazu. So therefore, if somebody has become enlightened, and then that's called somebody who has accomplished the wisdom, and that's what we call the ultimate Bodhicitta. Also derjenige, der den Erleuchtungszustand erreicht hat, der erleuchtet ist, ist jemand, der Weisheit vervollkommnet hat. And then the relative Bodhicitta, that I'm not sure whether it's the right kind of a word, but that is something that will, that we can start with to be, it is something that will, blossom into this ultimate bodhicitta or wisdom, that we can start to practice now in that, which has the potential to become, enlightened. Und bei dem relativen Bodhicitta ist sich Rinpoche nicht so sicher, ob Weisheit wirklich das richtige Wort ist. Aber relatives Bodhicitta ist auf jeden Fall etwas, mit dem wir beginnen können und das dann letztendlich in die ultimative Weisheit und Bodhicitta heranreifen und erblühen kann. Und es ist auf jeden Fall etwas, das wir jetzt praktizieren sollten und können und hat dieses Potenzial dazu. And so therefore it's usually regarded as a kind of aspiration or, a compassionate aspiration. Und deshalb wird es als ein Wunsch, als ein Wunsch voll Mitgefühl gesehen. But it's not just compassion. Because when you say compassion, although compassion in English might mean slightly different things to different people. Aber es geht nicht nur um Mitgefühl und Mitgefühl kann vielleicht in Englisch sowie auf Deutsch Unterschiedliches zu unterschiedlichen Menschen bedeuten. Because I understand that the word compassion seem to mean, like suffering together. Und dieses Wort Mitgefühl wirkt für Rinpoche so wie gemeinsam zu leiden. Like you feel if somebody is having something, suffering, somebody is painful, and then you also feel the same. Wenn jemand leidet oder Schmerzen hat und dann
fühlt man selbst diesen Schmerz, dieses Leid. Of course, empathy, empathy. Empathy is a very nice word, I think. Und dann gibt es auch noch Empathie und das ist ein sehr gutes, schönes Wort. It is like knowing the problem of others, understanding how other people, a little bit being sensitive and sensible, sensitive about what is going on around you. Und da geht es darum, um die andere Person zu wissen und um vielleicht dessen Probleme, um dieses Verständnis zu haben und empfindsam und sensibel zu sein. But then, last year, not last year, I think year before, His Holiness Dalai Lama came to Strasbourg, and he had a meeting. He had lots of meetings, but one was with the scientists in the University of Strasbourg. And there was a very interesting research paper presented by a German German scientist who is regarded, I think, very, very important and very highly researched person. Und nicht letztes Jahr, aber vermutlich vor 2 Jahren war seine Heiligkeit der Dalai Lama in Straßburg und er hatte ein Treffen an der Uni von Straßburg mit diversen Wissenschaftlern und es ging um eine sehr wichtige und grundlegende Untersuchung, ich glaube von einem deutschen Wissenschaftler, der sehr geschätzt wird. One time she told me that she had like 300 research scholars, postdoctoral research scholars working under her and researching on about 2,000 people on compassion. Und diese Wissenschaftlerin, es war also eine Frau, erzählte dem Dalai Lama, dass unter ihr 300 Gelehrte und Wissenschaftler arbeiten und 2000 Personen testen und es ging um das Thema Mitgefühl. I don't know this is something I should say or not, but somebody else told me that she has a limitless, what can you say, funds for her research. Rinpoche weiß nicht, ob dies sagen kann oder nicht, weil es wiederum von einer anderen Person hat, aber diese Wissenschaftlerin hatte quasi unendliche Spenden für Spendengrundlage für diese Untersuchung zum Mitgefühl. And then she said they found in their research, they did lots of research on this empathy. And she said that with empathy, there are two ways. Some people, when you feel lots of empathy, can cause like burnt out and even this feeling this mental problem of depression can cause depression and also burnt out. And in some cases, it can bring lots of courage and more strength. Und diese Wissenschaftlerin meinte, dass sie herausgefunden hatte, dass es 2 Arten und Wege von Mitgefühl gibt. Zum einen gab es diejenigen, die sehr viel Mitgefühl empfanden und dadurch aber Burnout bekamen oder depressiv wurden.
Und dann gab es aber wiederum Menschen, bei denen dieses Mitgefühl sehr viel Mut und viel mehr Kraft ihnen brachte. And then she was saying that if that empathy is too much, like introvert, too much focus on yourself, like I feel, if I feel empathy, but I feel too much in myself, I feel too much, then it becomes more like it could cause depression and burnt out. But if you somehow can focus that on others, right? There's a problem, there's suffering, there's pain. So what can I do to help there? What can I do to not focusing on how I feel, but focus on what can I do? Then that doesn't cause depression and burnt out, but it causes more courage, more energy, and more kind of, what can you say, more strength. Und es geht eben um diese zwei Arten von Mitgefühl. Und in der ersten Sache, wenn diese Empathie zu sehr an sich selbst gerichtet ist und auf sich selbst fokussiert ist und in sich selbst konzentriert ist, dann kann das eben zu Depression oder Burnout führen. Und wenn der Fokus aber verlagert, dieses Mitfühlen, das Mitgefühl oder Empathie auf andere verlagert wird und zu der Frage führt, was kann ich tun, was kann ich für diese tun, und nicht so sehr darauf konzentriert ist, wie man sich selbst fühlt, sondern mehr darauf, was man tun kann, dann führt dies zu viel mehr Energie und auch Kraft. So I was thinking that maybe that's, if you kind of take this compassion too much like suffering together, then it could probably become that thing. Because I have heard many people, oh, compassion, it's too heavy. I feel like a doormat. I've been talking about compassion since a very long time, since I was, in the West. In the East, they don't think like that, but in the West, quite a few people told me that compassion is a little bit heavy. Some people even tell me that I've been practicing compassion, and now I can't read the newspaper, I can't watch TV. It makes me too sad. Probably that's because, of this kind of different way, or wrong way of understanding compassion. So from Buddhist point of view, what we call Nyingje, or what we call Karuna, is not suffering together. It's not suffering together. It's wishing to end this suffering. Freeing from the suffering. Wishing to free from suffering. I think there is a little difference between these two. So now, if we want to use the word compassion, we have to use it from Buddhist context. We can't use it suffering together. We have to use it, wishing to free from suffering. Wenn man Mitgefühl darunter versteht, dass man gemeinsam leidet, dann wird es letztendlich auch zu dem führen, dass man einfach gemeinsam leidet. Und viele Menschen haben Rinpoche haben teilweise gesagt, dass für sie Mitgefühl sich zu schwer anfühlt und sie fühlen sich wie eine Türmatte. Und Rinpoche lehrt schon seit einiger Zeit über Mitgefühl und er hat den Eindruck, dass im Osten nicht so viele Menschen dieses Gefühl dabei bekommen, wenn sie an Mitgefühl denken, und im Westen aber durchaus, dass das Mitgefühl sozusagen zu schwer für sie wird. Und manche haben ihm dann erzählt, dass sie nun keine Zeitung oder keine Zeitung mehr lesen können oder die Nachrichten im Fernsehen anschauen können, weil es sie einfach zu traurig macht.
Und das ist aber dann vermutlich ein bisschen die falsche Sichtweise oder ein falsches Verständnis zum Mitgefühl. Und in der buddhistischen Sichtweise ist Nyingje oder Karuna eben nicht, damit ist nicht gemeint, dass man gemeinsam leidet, sondern eher der Wunsch, das Leiden zu enden, dass man sich befreit von dem Leiden. Und darin liegt dann der Unterschied. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir, wenn wir von Mitgefühl reden, die buddhistische Sichtweise damit meinen, also sich wünschen, dieses Leid zu beenden und sich davon zu befreien. You know, in German we are talking, I am talking in English, and I think we are totally not connecting maybe, because she's using the word Mitgefühl. I think it's totally different. No? It has a different meaning. I don't know what it means exactly, because I don't know German. I never wanted to study German because what a difficult language. Why should I study it? First, it's so difficult. Second, it's only spoken in Germany and Austria, a little bit in Switzerland. Why should I study? You know, I had this dilemma. Actually, I had this big dilemma. When I first came to Europe, I knew a little bit of English. So I thought I must study another language. And I had three choices. One, Spanish, two, French, and three, German. First, I ruled out German. They said, French is the, I don't know, the language of culture, the language of, you know, everybody says it's so beautiful and so. Anyway, I can't pronounce it. Then Spanish, it's a little bit easier, you know. It's a little bit easier for me. I actually did study a little bit. I can read in Spanish. It's very easy to learn how to read because you just pronounce what is written there. And it has lots of people speaking all over the world. But then somehow, you know, I become a resident in Germany. I'm supposed to be resident in Germany. I don't know whether you know about it or not, but I never reside, but I... And then slowly I found out that there are certain words in German which has very different kind of, you know, which is completely different from English words or things like that. It is, you know, and I became a little bit more and more interested in German, but it's a little bit too late now. You know? I've become too old, and my brain forget things too easily. I sometimes can't remember the name of, you know, my best friend. Okay, ich versuche das jetzt zusammenzufassen. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Also Rinpoche hat damit begonnen, dass er sich nicht ganz sicher ist, da ich ja im Deutschen das Wort Mitgefühl verwende und er das Wort Compassion. Und er sich nicht ganz sicher ist, ob das wirklich 1:1 die direkte Übersetzung davon ist. Aber er kann kein Deutsch und hat es nie gelernt, weil er das als eine so schwierige Sprache empfindet. Und er hatte ein bisschen ein Dilemma, als er nach Europa kam, denn er konnte nur ein bisschen auf Englisch und dachte sich, er sollte noch eine zusätzliche Sprache lernen. Und er hatte 3 Möglichkeiten.
entweder Spanisch, Französisch oder Deutsch. Und die erste Sprache, die er wegstrich, war sofort Deutsch. Und dann waren noch Französisch und Spanisch übrig. Über die französische Sprache wurde ihm gesagt, dass es die Sprache der Kultur ist und so wunderschön, aber er das Gefühl hatte, dass er sie so oder so nicht richtig aussprechen konnte. Und dann blieb ihm noch Spanisch übrig und er hatte tatsächlich dann etwas davon gelernt und konnte sogar lesen oder kann lesen in Spanisch. Und er denkt, dass das nicht so schwer ist, denn man muss sozusagen nur aussprechen, was am Blatt steht. Aber eigentlich ist er ein Resident in Deutschland, also eigentlich sollte er sich mit der deutschen Sprache ein bisschen anfreunden. Und nach einiger Zeit ist ihm auch aufgefallen, dass manche Wörter in Deutsch immer ein bisschen abweichen von denen im Englischen. Und das hat ihn dann doch interessiert, über diese schmalen Bedeutungsgradverschiebungen. Aber er denkt nun, dass es vielleicht ein bisschen zu spät ist nun oder dass er zu alt ist, Deutsch zu lernen. Und er meint, dass sein Gehirn schon langsam vieles vergisst und teilweise er sich nicht mal mehr an den Namen seines besten Freundes erinnern kann. So, I must come back to this. So this relative Bodhicitta, which is related with compassion, is not just feeling empathy or, but it is something to do with actual, some kind of commitment or action. Und dieses relative Bodhicitta, das mit Mitgefühl verbunden ist, das bedeutet nicht einfach nur Empathie zu empfinden, sondern es bedeutet auch Commitment, also Hingabe, Verpflichtung. It's kind of also based on an understanding, on clear understanding. Und es basiert auf einem sehr klaren Verständnis. Like my ultimate purpose, Mein letztendliches Ziel. Like if you want to find out, this is also something very important. From the Buddhist point of view, when we say purpose, it's not something that we've been given, assigned purpose, and then I have to find out what is the purpose. Not that kind of purpose. This is something that, from Buddhist point of view, how we think purpose is, what is the best thing? What is the most important thing that I want? I want to see. That's the purpose. So, if you look into your heart and say, what is it, the most important thing I want to have? Sometimes people ask these kind of questions, in schools and young children. When I was young also, I met lots of big people. And they always ask, what do you want to become when you grow up? And this became like, what do you want to become? And you say lots of different things. Of course you don't become that anyway, but why I was thinking, asking this question, usually, what I want to become is that, if I think again in my mind, what I want to become, I want to become means that, that is, I feel what I want to become, I see something that would solve all my problems, and something, the very best, something that will bring lots of good things for me, lots of, the best thing for me. That's what I want to become. So basically, it's not about what to become, but it's basically we want something that we want something the best. We want freedom from all these problems, sufferings, and pain. We want
the most, happiest, joyful, satisfying, kind of best thing that is possible for us. And that also for all the time, not for just a picnic or something like that. And I wish that for myself. And then do I wish that for others also? I wish that for my loved ones. I wish that the lasting, if I want to put it in a short way, lasting peace, happiness for myself, and lasting peace, happiness for my loved ones, dear ones. And then if I think a little bit more deeply, my near and dear ones also have their near and dear ones. And then it goes bigger. And then they have their near and dear ones. And then it goes a little bit bigger. And then eventually I think it will include almost everybody. And there is nobody who doesn't wish that. There is nobody who doesn't wish that I have the lasting peace and happiness. So therefore, why not include everybody? Because that's the most important, that's the best thing could happen. So why, if everybody could be totally free from suffering and causes of suffering and have lasting peace and happiness, it would be best for me, it would be best for the near and dear ones, and it would be best for the whole body, everybody. And that could be the best. So if I have to find, and ultimately, the most important thing to happen, that would be the thing. So why not dare to wish that? So not just wish that, but why not do something that might slowly and indirectly or directly contribute towards that? Because there can't be anything better than that. So if somebody can think like that, and then wish that, yes, I wish all the beings throughout the space, wherever they are, to be free from all kinds of sufferings and pain and problems, and have the lasting happiness, peace, joy, whatever you call it. And if that is possible, that should be possible. So, because one individual can get that, and if one individual can get that, then why not everybody? So I wish to work towards that, and I wish to, to slowly, maybe very gradually, wish to, that would be my ultimate kind of a goal. And I would work towards that. Also wenn man darüber nachdenkt, weil wir zuerst davor über das Ziel oder die Ausrichtung gesprochen haben, dann ist damit nicht ein Ziel gemeint, das von außen kommt und nach dem muss man sich dann richten oder herausfinden, was das überhaupt ist oder bedeutet, sondern es geht mehr darum, dass man tief in sich selbst und in sein Herz hineinblickt und spürt und herausfindet, was ist denn das Beste und Richtigste für einen selbst und eine gute Sache. Und Rinpoche sagt, wenn man, vor allem wenn man noch jünger ist oder klein ist, dasselbe war auch bei ihm, wenn man dann auf Erwachsene trifft, dann wird man oft gefragt, was möchtest du denn werden, wenn du groß bist? Und dann gibt man je nachdem immer wieder unterschiedliche Antworten und natürlich wird man letztendlich keines von diesen Dingen. Aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, was dieses Ziel oder diese Ausrichtung oder dieser Wunsch sein könnte und in sich hineinspürt, dann ist es vielleicht
dass man eigentlich sich gut fühlen möchte und seine eigenen Probleme lösen möchte und gute, nutzvolle Dinge erleben und selbst tun will. Und grundlegend möchten wir einfach das Beste, Freiheit von Problemen, von Leiden und einfach das glücklichste, fröhlichste oder freudvollste, befriedigendste, beste Ding, was das für uns zu aller Zeit möglich ist. Und wenn wir dann an uns selbst denken, dann irgendwie denken wir natürlich auch an unsere Lieben oder Geliebten, unser geliebtes Umfeld, unsere Nächsten. Und natürlich wollen wir auch für diese lasting, permanent. Genau, also permanente, dauerhaftes Glück und Frieden für sich selbst, aber auch für seine Nächsten und seine Lieben. Und natürlich, wenn man dann ein bisschen weiterdenkt, haben unsere Lieben und Geliebten auch wiederum noch andere Lieben und Geliebte. Und das geht dann immer so weiter und letztendlich, wenn man darüber wirklich tief nachdenkt, ist niemand ausgeschlossen von diesem Wunsch, glücklich zu sein für fortwährendes Glück und Frieden. Und deswegen, warum sollte man da nicht auch jedes Lebewesen in diesen Wunsch inkludieren? Und wenn jeder dieses Glück und diese fortwährenden Frieden hätte, dann wäre das nicht nur gut für mich, sondern auch für jeden anderen. Und genau. Und deswegen, wenn man daran denkt, dann geht es eigentlich noch weiter und man denkt sich, okay, ich wünsche mir das, aber ich wünsche mir auch etwas dafür zu tun und etwas dafür beizusteuern, für dieses dauerhafte Glück und den Frieden. Und deswegen strebe ich danach dafür auch zu arbeiten, dass ich nach und nach, Schritt für Schritt, langsam aber stetig diesem ultimativen Ziel näher komme. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. She's very good translator, no? Yeah. So having this aspiration, this, of course, it's not easy. It's very, very difficult. It's next to impossible, maybe impossible. But it's very difficult even to help one person. That's also very important to understand, I think. It's not easy to help even one person. Because, you cannot force anybody how they think, how they react, how they see, how they are. We can only create situations, a little bit, educate them, make some, we can help, but we cannot do it. So therefore it's almost impossible to completely make them something. But we can influence, everybody can influence each other. We can be influenced in a bad way. We can learn bad things very easily. Yeah? If I'm with some drinker for 1 month, maybe I'll become a drunk. It's like that. But if I'm with a very great person for several years, I don't become a great person. But little bit maybe influenced, in one way or another. That's how we are. So therefore it's not easy, but it needs to be done. Also wenn man diesen Wunsch hat oder diese Ausrichtung, allen Lebewesen oder jedem zu helfen, dann ist das natürlich nicht nur nicht einfach, sondern sogar auch fast unmöglich. Denn es ist sehr schwierig, sogar nur einer einzigen Person zu helfen.
Denn wir können niemanden dazu zwingen, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken oder zu reagieren. Wir können einfach nur bestimmte Situationen kreieren oder sie to educate, belehren oder ihnen etwas lernen und wir können ihnen helfen, aber wir können es natürlich nicht für sie tun. Und deswegen ist es fast unmöglich, jemandem oder allen zu helfen. Aber dennoch können wir andere sehr stark beeinflussen. Und das geht natürlich in zwei Richtungen. Wir können auch einen schlechten Einfluss haben. Zum Beispiel, also wir Menschen lernen Dinge, schlechte Dinge, negative Dinge sehr, sehr leicht. Also wenn man zum Beispiel einen Monat mit einem starken Alkoholiker Zeit verbringt, dann vielleicht nach einem Monat wird man selbst anfangen zu trinken oder viel Alkohol zu konsumieren. Und wenn man aber mit einer sehr großartigen Person Zeit verbringt, dann wird man nach langer Zeit vielleicht nicht großartig sein, aber ein bisschen besser sein. Und deswegen ist es nicht so leicht, jemandem anderen zu helfen. Aber dennoch ist es sehr wichtig. So therefore, this Bodhicitta is that kind of aspiration. That if I can't do anything, I at least aspire for that. I wish that. Und deswegen ist Bodhicitta diese Art von Wunsch oder Wunschgebet oder eigentlich einfach Wunsch und Ausrichtung. Denn selbst wenn man nicht jemandem direkt helfen kann, aber man kann es sich wenigstens wünschen, dies zu tun. And then I work and I train myself towards that. Und ich arbeite an mir und trainiere mich selbst, um dies tun zu können. And then if I can do something, I do it. Und wenn ich dann etwas tun kann, dann mache ich das auch. But I don't expect myself to be able to, transform everything in a very short way. Aber ich erwarte nicht von mir, alles in kürzester Zeit transformieren und verändern zu können. But I don't give up also in my mind. Aber ich gebe auch nicht auf in meinem Geist. That is Bodhicitta. Und das ist Bodhicitta. So this aspiration, this motivation, this outlook, this way of, how you set a goal or how you set a direction for your life is most important thing. Und diese Art und Weise, sich auszurichten, seinem eigenen Leben eine Richtung zu geben, ist die wichtigste Sache überhaupt. Because this is the idea that, if we don't have some kind of a understanding of a destination where we are going, then we are wandering. We are kind of lost. We just. Wenn wir kein Gefühl Where are you going? I don't know. Wenn wir kein Gefühl dafür haben, in was für eine Richtung wir in unserem Leben gehen, dann können wir sehr leicht unsere Ausrichtung verlieren und verwirrt herumwandern sozusagen. If I have that, then even if I'm not actually going there, maybe I'm at the moment going the opposite direction, but still I'm going there, Or if I'm resting here, I'm in Austria, just relaxing, having nice holiday for many days, but then eventually you want to go somewhere else. Und selbst wenn man diese Ausrichtung für sein Leben einfach nur im Kopf hat, genügt das schon. Selbst wenn man gerade in dem Moment sich nicht in diese Richtung bewegt, ist es kein Problem, wenn man zum Beispiel eben gerade in Österreich ist und Urlaub macht. Aber man hat dieses Ziel und diese Ausrichtung trotzdem im Kopf.
That's why this, the Bodhicitta becomes the kind of the essence of all Dharma practice. Und deshalb wird oder ist das Bodhicitta die Essenz aller Dharmapraxis. I think we need to stop here, I think, if I look at the time. Yeah. Any questions? Rinpoche denkt, dass, wenn er jetzt auf die Uhr sieht, dass es vielleicht ein guter Moment wäre, nun aufzuhören. Gibt es irgendwelche Fragen an ihn?